Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Heute haben wir mal wieder ein Stück in Flecktarn, also es geht mal wieder in die Bundeswehrecke. Dieses Mal ein Stück von Tasmanian Tiger. Der eine oder andere weiß, ich bin nicht der größte Fan von Tasmanian Tiger. Es geht da gar nicht um Qualität oder sowas, weil die Sachen eigentlich durch die Bank weg, auch was ich gehört habe oder gesehen habe, immer super gut waren, was die Qualität einfach anging, die Verarbeitung. Aber bei den neueren Sachen gefiel mir, oder in der Zeit, wo ich bei der Bundeswehr aktiv gedient habe, da gefielen mir einfach die Farben nicht, die verwendet wurden. Das Flecktarn sah nicht so geil aus, das Voliv war so glänzend, die Gurtbänder ebenfalls. War einfach nicht so mein Ding. Aber dieses Chestrig fand ich eigentlich immer cool, ist so ein Stück aus den 90ern. Der ein oder andere wird das TT Chestrig MK2, ich glaube, das gibt es auch immer noch, kennen, das auch sehr verbreitet in der Bundeswehr ist, privat beschafft von Soldaten. Aber das ist, würde ich sagen, das Ur-Chestrig von Tasmanian Tiger, das MK1. Das Chestrig habe ich damals schon kennengelernt, als ich aktiv in der Bundeswehr war, hatte der ein oder andere getragen. Fand ich optisch immer ganz cool. Damals noch mit diesem Flecktarn, hier noch Schwarz-Kombination, weil die wahrscheinlich, das gab das Material, diese Einfassbänder, die leicht elastischen Einfassbänder vielleicht nicht. Oder hier das Einfassband, anderes Material, nicht elastisch, aber auch in Schwarz und gerade das Hyperlon hier. Vielleicht gab es es nicht in Relief, deswegen haben sie schwarz genommen. War halt immer so ein Eye-Catcher einfach. Ne? Ansonsten in der Truppe ist garantiert überall mal zu finden. Nicht so krass so viel wie halt das MK2 heutzutage, aber schon gesehen bei Gebirgsjägern, bei Fernspähern, Kampfschwimmern, Fallschirmjägern, alles Mögliche, was gerade Richtung Infanterie geht, da wird das zu finden gewesen sein. Ansonsten ist es ein Split Front Chestrig, also auch wieder eins, was man vorne öffnen kann, was viele Vorteile bietet, dadurch, dass man das kann. Und ein Chestrig, was ich glaube jetzt nicht mehr wirklich in der Bundeswehr zu finden ist, aber es ist definitiv nicht outdated. Also es erfüllt immer noch seinen Zweck. Es ist ein Stück Geschichte und das wollen wir uns gerne mal angucken. Ich bedanke mich nochmal bei Erik vom Prepared Podcast. Der hat mir mal wieder einen Katalog mitgebracht gehabt. Und zwar vom ASMC aus Saarbrücken-Scheid. Hier ist das gute Stück abgebildet. Damals zu erwerben für 219,90 D-Mark. Hier noch genannt Chestrig Tango. Hier ist noch der Rucksack Zyklon. Das sind diese Seitentaschen, die man hier mit dem Chestrig verbinden kann. Das sage ich euch dann nachher, wenn wir uns das Ding im Detail angucken. Ansonsten also 90er Jahre und ein schönes Stück Jägergeschichte. Dann schauen wir uns das Chestrig einmal im Detail an. Wir haben hier 3 G36 Doppelmagazintaschen. Die werden mit einem Plastik-Schnellverschluss geöffnet oder eben mit Klett. Hierzu verfügt die Tasche über ein Abdeckpanel, um die Tasche auch ohne Klett, wie wir es gerade gesehen haben, zu schließen. So kann ich das dann auch nur mit Klett machen, wenn ich die Möglichkeit benötige, oder eben doppelt sichern mit Klett und dem Plastik-Schnellverschluss. Die Magazintaschen sind alle identisch und hier außen haben wir noch eine Mehrzweck-Feldflaschentasche. Die wird auch wieder mit Klett und oder dem Plastik-Schnellverschluss geöffnet. Also für die Sachen, die der Soldat so benötigt. Hier habe ich jetzt gerade meine Wasserflasche reingemacht. Ist von der Größe her auch optimal. Und ansonsten haben wir hier an der Seite noch eine kleine Tasche, was man damit machen kann. Ein MS-2000, also ein Signalmittel reinmachen. Ich glaube, eine normale Rauchgranate könnte vielleicht gerade noch so reinpassen, die Nebelgranate eher nicht. Jedenfalls nicht das Modell der Bundeswehr. Das ist zu breit. Hier auf der Innenseite des Rigs haben wir wieder eine kleine elastische Tasche. Und hier oben nochmal ein elastisches Gurtband. Hier passt eine Handgranate rein und mit dem Gurtband wird dann der Splint und der Bügel gesichert. Das gleiche haben wir hier auch nochmal auf der anderen Seite. Und hier bei der anderen Mehrzwecktasche haben wir auch wieder das Fach hier außen. Ansonsten fällt auf, dass auf allen Magazintaschen nochmal Gummibänder aufgenäht sind. Da passt nochmal ein Knicklicht durch
Oder eben, wenn man mal schnell sich für die Nacht vorbereitet, hier nochmal ein, zwei Zigbee, also für die Signalpistole, Munition durch. Habe ich jedenfalls einmal gesehen, dass einer gemacht hat. Ob das dann so viel Sinn macht, muss jeder selber wissen. Aber ansonsten würde vielleicht nochmal eine Schrotflintenmunition für den Breacher oder sowas, wenn der sowas trägt, hier durchpassen, dass man da noch ein paar mitführt. Das war damals relativ in. Das hat Tactical Tailor ebenfalls gemacht bei einigen Magazintaschenserien. Und das war auch Teil beim RAC, Ranger Assault Carrying Kit. Die hatten das aber weiter unten, dass da Gummischlaufen waren, um da Schrotflintenmunition mitzuführen. Hier oben haben wir Plastikringe, genau wie hier unten. Da kann dann nochmal Schnüre angebracht werden, irgendwas gesichert werden. Und ansonsten gucken wir uns jetzt mal weiter unten an. Die kann man einklappen oder wie jetzt ausklappen. Das sind dann nochmal zusätzliche Adapterflächen für die damalige Ausrüstung der Bundeswehr vom Koppeltragesystem. Das ist aus Hyperlonmaterial, genau wie die hier oben. Ist so ein, für mich so ein kleines Markenzeichen von Tasmanian Tiger. Dann haben wir unten diese Plastikösen. Da passt nochmal auch von TT, gibt es vielleicht noch von anderen Firmen, so ein Riemen durch. Bei der Bundeswehr auch Rödelriemen genannt. Zack, haben wir hier noch einen, hier und hier genauso. Und da als Beispiel ein Poncho drunter geschnallt oder sowas, ist das, wie das TT mal beworben hat. Wenn man noch mal irgendwas mitführen muss oder auch einfach nur vielleicht aus klassischer Sicht ein paar Sandsäcke, die man später befüllen muss, kann man sich die da drunter machen, wenn man die am Körper mitführen möchte. Dann gucken wir uns mal die Innentaschen an. Und zwar haben wir hier einen Reißverschluss, damit öffnen wir das innenliegende Fach. Und hier sind innen drin Druckknöpfe. Leider fehlt mir bei diesem Modell das Holster, was dazugehört. Da gehört nämlich eins rein, aber ich habe ein ähnliches, was ich dennoch zeigen kann. Und zwar habe ich hier das ähnliche Holster. Hier ist der Unterschied, dass diese Knopfstücke hier nicht drauf passen. Also das ist von einem anderen Chest-Rig, das werden wir uns ein andermal angucken. Das ist sehr spannend, auch in Bezug zu diesem Chest-Rig. Aber da gibt es ja auch mal die Male- und Female-Seite und hier sind halt, das sind genau die Female-Adapterstücke. Und deswegen passen die hier nicht. Die Abstände an sich würden aber passen. Bei dem TT-Modell war das hier in Flecktarn und hier war noch eine Sicherungsschlaufe drüber. Das zu diesem Fach. Gucken wir uns nochmal das andere Fach an. Das ist das sogenannte Kartenfach. Das öffnen wir hier oben. Das ist einfach nur ein großes Fach und hier haben wir dann nochmal das Label von Tasmanian Tiger drin. Dann noch einmal zu den Taschen, das habe ich ganz vergessen. Hinter den Taschen haben wir auch nochmal Fächer, wo wir was reintun kann. Bei den Mehrzwecktaschen sind die unten geschlossen. Bei den Magazintaschen sind auch Fächer, aber die sind unten leicht geöffnet. Bei diesem und bei diesem ist eine leichte Öffnung drin. Nur bei dieser Magazintasche ist die ganze Tasche hinten unten geöffnet und da ist noch ein D-Ring aus Plastik. Das ist für das Messer, um hier die Scheide zu befestigen und das Messer hier dann drin stecken zu haben. Und dann kommen wir zu den Tragegurten. Hier auch wieder das Material, wie unten gesehen, Hyperlon für die Bundeswehrausstattung mit dem Koppeltragesystem. Alles, was damit anzubringen ist mit den alten Plastikadaptern. Dann gucken wir uns das gute Stück einmal von hinten an. Wir haben hier den guten alten Air Mesh verbaut, schön weich, leicht gepolstert. Dann haben wir hier vom Suspender den Berge-Tragegriff. Hier 2 D-Ringe, da können die Seitentaschen von dem Tasmanian Tiger Rucksack mit durchgeschlauft werden. Hier unten sind die Gegenstücke, da können die auch wieder mit fixiert werden. Jedenfalls ist das so, soweit ich weiß. Wenn da jemand andere Informationen hat, wozu die Dinger sind, lass es mich gerne wissen.
Ich kenne das von dem Tasmanian Tiger Rucksacksystem von damals, dass die unten nämlich auch Gegenstücke dafür hatten zum Einschlaufen und Festzurren, dass man das wie so eine extra einen kleinen Mini-Rucksack am Rücken betragen konnte. Ja, hier auch wieder Adaptersystem für das Koppeltragesystem der Bundeswehr. Hier unten im Rücken-Hüftbereich auch wieder. Und hier unten der eigentliche Beckengurt. Mit Fastex bzw. Plastikschnellverschluss. Dieses ganze Teil hier in der Mitte kann auch rausgenommen werden, wenn man das nicht benötigt. Und dann haben wir halt hier oben drüber die Stabilität und dann hier einfach nur den Beckengurt. Das war es dann auch schon zu diesem Chest-Rig. Dann bedanke ich mich wieder einmal fürs Zusehen. Habe mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Macht gerne diese YouTube-Dinge und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald.